Ja, hallo, mein Name ist Matthias, ich bin 21 Jahre alt. Ich werde euch heute erzählen, wie ich gelebt habe, wie ich mein Leben geführt habe und wo mich Jesus rausgeholt hat, wo er mich befreit hat. Also, das ist jetzt 1,5 Jahre her. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich wusste immer, es gibt Gott und ich kannte diese Dinge. Ich besuchte dann auch so eine Jugendgruppe damals in der Kirche, die bei uns gab. Bis 14, glaube ich, war das. Ja, bis 14 müsste das sein. Da fing ich halt an, meine Interessen woanders zu suchen. Ähm, Dinge waren uninteressant, die es in der Kirche gab. Ich wollte so sein wie die anderen coolen Jungs. Ich wollte ja, Alkohol trinken. Ich wollte rauchen. Ich habe angefangen zu rauchen. Ich habe angefangen zu trinken. Habe den falschen Freundeskreis kennengelernt damals. Aber ich habe mich da ehrlich gesagt wohlgefühlt. Ich fand es gar nicht so schlimm und ich habe mich da so richtig gefunden im Alkohol, ne, weil ich war eher so der schüchterne Typ. Und im Alkohol, da konnte ich wirklich ich sein. Ich konnte mich spüren. Ich konnte wirklich meine ganzen Probleme, die ich in mir hatte, ähm, sage ich mal, betäuben. So suchte ich halt mein Glück in dem Alkohol, im Feiern. Also ich habe aber ganz schnell gemerkt, dass das große leere Loch in mir war, dass es immer größer wurde und dadurch stieg halt der Konsum von Alkohol extrem. Ich fing dann an, wirklich in der Woche zu trinken. Ich brauchte das Alkohol wirklich. Ich habe gemerkt, wie es wirklich eine Bindung aufgebaut hat zu mir. Ne? Wurde richtig gebunden an das Alkohol. Ich konnte mir ein nüchternes Leben gar nicht mehr vorstellen. Und es war einfach so ein richtiges, ekliges Leben, ne? Wo ich dann einfach nach dem Trinken aufgestanden bin am nächsten Morgen. Da habe ich so krasse Depressionen gehabt. Das Ganze ging dann einfach so weit, dass ich ein nüchternes Leben mir gar nicht vorstellen konnte. Sobald die Partys vorbei waren, entwickelte sich einfach in mir so eine Sinnlosigkeit, ne? So, die Seele war leer und ich habe angefangen, Angst zu haben vor meiner Umgebung, vor Freunden, vor Orten, an denen ich war. Ich habe einfach so eine krasse Angst gespürt. Es hat sich so angefühlt, obwohl die Zimmerwände mich wirklich eingedrückt haben, ne? Diese Angst wurde immer größer und dadurch auch der Konsum von Alkohol. Hoffnungslos suchte ich mir dann Rat bei Ärzten. Ich bin dann wirklich auch zu Ärzten gegangen, weil ich wirklich so eine Sinnlosigkeit in mir gesehen habe. Ich dachte, ich komme da gar nicht mehr raus. Und wirklich, ich bin da von alleine gar nicht rausgekommen. Ich bin zum Arzt gegangen, habe ihm meine Probleme geschildert und ja, er konnte mir eigentlich auch nicht viel weiterhelfen. Ne? So ging ich dann weg vom Arzt. Es wurde einfach immer wieder schlimmer. Ja? Immer weiter runter ging mein Leben und ich konnte mich nicht selber wiedererkennen. Ich habe in den Spiegel geguckt, habe angefangen zu heulen zum Beispiel, ne? Solche Sachen und habe einfach gehofft, dass ich da irgendwie rauskomme, aber doch habe ich gewusst, das war alles hoffnungslos. Ich werde immer in diesem Zustand bleiben müssen und muss so leben müssen. Entweder gehe ich von dieser Welt oder muss halt elendig in diesem Zustand bleiben und das wünschte ich keinem, ne, in diesem Moment, weil es war so schlimm. Ja, ich war richtig unruhig auch, ne. Ich bin zum Beispiel im Haus rumgelaufen, ich wusste nicht mehr, was ich machen soll, wo es hingeht. Emotionen konnte ich gar nicht mehr kontrollieren so wirklich, ne. Also Traurigkeit hat sich mit Wut gemischt. Ja, hoffnungslos sah mein Leben aus, ne. Die Welt, die hat mich betrogen, belogen, ne. Sie hat mir die pure Wahrheit versprochen durch das Alkohol, aber am Ende habe ich ihr wahres Gesicht gesehen, wie sie mich belogen hat und an Ketten gebunden hat und wirklich in so einen Käfig geworfen hat. Ja, in diesem Käfig saß ich halt und wusste nicht, wie ich da rauskomme, ne, aus diesem Käfig, denn die Ketten waren so dick, sage ich schon, ne. Also eines Tages war es dann extrem schlimm. Ich war auf dem Schützenfest. Ich war eine richtige Alkoholleiche, also mit mir war nichts mehr anzufangen, wirklich. Auf dem Weg nach Hause habe ich eine Stimme gehört, die einfach zu mir gesagt hat, wäre es nicht besser, wenn du jetzt von dieser Welt gehst? Und in diesem Moment habe ich gedacht, das wäre jetzt echt das Beste, weil ich wüsste, was morgen auf mich zukommt, was für krasse Depressionen wieder auf mich einschlagen werden. Und da habe ich wirklich gedacht, das wäre echt das Beste. Aber irgendwas hat mich davor bewahrt und ich habe die Nacht überstanden und den nächsten Morgen konnte ich auch gerade so psychisch überstehen. Nach diesem Abend kam ich in die Küche, mein Vater saß dort und hat mich angeschaut und hat meinen Zustand gesehen, dass es mir nicht gut geht, dass innerlich irgendwas zerstört ist und ich einfach nur noch dahin laufe und er hat gesagt, du musst zu Gott kommen, ne? Du hast keinen anderen Weg. Guck mal, wie du lebst. In dem Moment war ich so sauer auf ihn. Ich bin hoch in mein Zimmer und habe gesagt, was will der? So, so böse ist er eigentlich gar nicht oder so, ne? Und jetzt will er mir noch was aufzwingen hier.
Aber in diesem Moment bin ich einfach auf die Knie gefallen. Ich konnte nichts anderes machen als dies, ne? Das hat alles Jesus geführt, diesen Tag, dass ich so tief am Boden war. Ich bin einfach auf die Knie gefallen und habe all meine Sorgen, all meine Probleme, die ich so vielen Menschen erzählt habe auf dieser Welt, die mich nicht verstanden haben. Und ich habe einfach gemerkt, es hört einer zu, der mich versteht, der meine Probleme versteht. Ich habe einfach alles erzählt, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe, meine ganzen Sünden vor ihm bekannt und in dieser Nacht, ich wurde sofort befreit von allen Ängsten, die ich hatte, von aller Unruhe in mir und der nächste Morgen, das war wirklich, ich kann euch sagen, das war eine Wiedergeburt. Ich wurde vom Neuen geboren und das ist jetzt 1,5 Jahre her und seitdem bereue ich keine Minute. Das war einfach der schönste Tag meines Lebens und ich wünsche euch einfach auch, wenn ihr in so einem Zustand seid, wenn ihr auch vielleicht keinen Sinn in eurem Leben seht, wenn Probleme sich häufen und ich kann euch eins sagen, dass Jesus immer da ist und dass er euch liebt, dass er euch zuhört, dass er für euch da ist und dass er euch auch helfen wird. Ja, und seitdem ich mit Jesus jetzt lebe, habe ich wirklich wieder eine Hoffnung in meinem Leben. Ich weiß wieder, wofür ich lebe. Ich kann wieder leben. Ne, davor, das war alles wirklich, das war ein toter Zustand in mir. Mit mir konnte man gar nichts mehr anfangen und ich kann wieder Gemeinschaft haben, ne? Ich kann wieder unter Leuten sein, ich kann wieder lachen aus Herzen, ich kann Gott alle meine Probleme sagen, die ich habe, weil früher gingen diese Probleme alle in mir rein und es wurde alles schlimmer, aber jetzt, wenn ich ein Problem habe, ich gebe es gleich Gott ab, er hilft mir immer sofort und hört mir zu und versteht mich auch gleich. Ja, das ist einfach diese Hoffnung, die ich jetzt habe und was ich euch noch auf dem Weg mitgeben möchte, wenn ihr das Video hier gesehen habt, egal in welcher Lage ihr seid, egal in welchem Zustand ihr seid, Jesus ist da, er hält euch die Hand hin und er wird für euch da sein, er wird euch zuhören, er wird euch verstehen, auch wenn die Menschen euch nicht verstehen werden. Aber er ist da und er hat ein offenes Ohr für euch. Er ist derjenige, der bei euch ist, wenn es euch schlecht geht und das war's mit diesem Video.